Juhu, ich bin wieder zurück in meinem Atelier. Oh mein Gott, ich habe das so vermisst. Ich war 6 Tage lang in meinem ersten kreativen Retreat, habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und auch sehr viele Sorgen, weil es halt das erste Mal war und ich wusste nicht, wie wird das Ganze. Ähm, Was machen wir alles? Wie viel schaffen wir? Wie viel Material brauche ich? Und. Also das sind so viele Gedanken, so viele Sorgen. Und ich muss sagen, es war alles wundervoll. Ich denke, ich war sehr gut vorbereitet und wir haben sehr viel geschaffen. Wir waren eine ganz tolle Truppe. Die Frauen waren unfassbar kreativ und auch für mich bereichernd. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn man so einen Retreat mitmacht, wächst man ein Stückchen weiter, man entwickelt sich weiter, man nimmt so unendlich viel mit. Auch für mich war das sehr auch bewegend, berührend und bereichernd. Das ist unser letzter Tag. Wir haben mit Folientechnik gearbeitet. Und das sind unsere ganzen Werke, die wir in diesen 6 Tagen geschaffen haben. Nicht ganz 6, 5 Tage waren das eigentlich. Und die Technik, die letzte Technik, die Folientechnik, die nehme ich heute in mein neues Bild als Inspiration und beginne damit zu arbeiten. Schau, was für tolle Ideen. Oh, was für eine Vielfalt. Es geht gleich los. Ich wünsche dir viel Spaß. Lehne dich zurück, entspanne und lass dich inspirieren. Ich beginne mit dem Kleister. So ein Kleister verwendet man, wenn man Tapete auf die Wand klebt. Und zwar trage ich den Kleister mit meinen Händen großzügig komplett auf meine Tapete und dann wird die Folie geklebt. Ich habe mich für 2 Folien entschieden, für die Alufolie in einem silbernen Ton und für die Schokofolie in warmem goldenem Farbton. Und zusätzlich habe ich noch Backpapier benutzt, um meine Collage zu ergänzen, sozusagen. Als ich mit dem Kleben fertig war, habe ich das geföhnt. Und jetzt beginne ich mit dem Farbauftrag. Schau, so sieht jetzt momentan meine Oberfläche aus. Für meinen nächsten Schritt habe ich mir Farben ausgesucht, auch in 2 Tönen oder Tonrichtungen, in kalten und warmen Tönen. Die kalten Farben möchte ich über die Silberfolie auftragen und die warmen Farbtöne auf die goldene Seite. Mein Werkzeug ist in diesem Fall Japanspachtel, wobei ich festgestellt habe, dass Japanspachtel
sehr schnell die Folienschicht beschädigen kann, da er die harten Kanten hat oder scharfen Kanten. Und deswegen empfehle ich dir an dieser Stelle lieber Katalyst zu benutzen. Katalyst ist aus Silikon gefertigt, ist ein sehr weiches Material und mit dem kann man viel besser arbeiten. Das ist mein weiteres Werkzeug und ich kann damit solche Spuren in mein Bild hineinkratzen. Ja, das ist der große Moment. Jetzt ist das Ding hier und es stellt sich die große Frage, okay, und wie geht es jetzt weiter? I don't know. Jetzt brauche ich Ideen, was will ich weitermachen? Und ich glaube, ich habe eine Idee. Es ist viel zu wild geworden. Ich möchte das Ganze etwas beruhigen. Das ist die Wachskreide. Ich habe mich extra für diese Kreiden entschieden, da ich auf der einen Seite die Farbe reinbringen wollte, auf der anderen Seite aber diese Strukturen, die durch Folie entstanden sind, nicht übermalen wollte. Also habe ich mich gegen Acryl entschieden und für die Kreide und ich denke, das war eine richtige Entscheidung. Das Thema des Bildes ist jetzt klar, für dich ist sie wohl auch jetzt sichtbar. Das kam zu mir. Es ist noch nicht so weit, aber ich denke darüber nach und du siehst, was alles passiert, wenn wir malen und dann unsere Gefühle und Gedanken eine Form bekommen und eine Farbe. Das ist ein sehr zauberhafter Prozess. Und solche Momente haben wir auch in unserem kreativen Retreat erlebt. Das war ein Kratzwerkzeug. Ich habe zu viel Farbe entfernt wieder. Da ich mit Wachsmalstiften gearbeitet habe, kann man die nicht mehr wegwischen, aber wegkratzen. Und das habe ich gemacht. Und jetzt arbeite ich mit Pastellkreide, weil ich eine zusätzliche Farbe ausprobieren möchte. Also teste ich erstmal und guck mir das an. Und wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich das sehr leicht wieder entfernen. Und schau dir das an. Ich fand das gar nicht gut. Und deswegen wische ich das wieder weg. Schau, diese Person, ich sehe sie sehr eindeutig. Ich habe ihr nur eine Kontur gegeben und dann an manchen Stellen ausgemalt und so gelassen. Und auch diese Häuser und die
Landschaft, das war auch alles da und hat auch einfach nur ein wenig mehr Betonung bekommen, mehr Konturen und schon war alles fertig. Ihr Lieben, mein Bild ist fertig. Happy Dog habe ich das genannt. Ich habe mich hingesetzt, mir das Bild angeschaut und mich gefragt, warum ist das zu mir gekommen? Und habe mich erinnert, dass ich vor ein paar Tagen ein Pärchen getroffen habe im Wald. Die hatten einen jungen Hund dabei, der war 5 Monate alt, das war so ein total süßer Wollknollen, war aber total schlau und hat schon gehört auf die Kommandos, die Herrchen oder Frauchen abgegeben hat. Und ich habe mich dahin gekniet, ich habe das süße Ding gestreichelt und mich ziemlich lange mit dem Paar unterhalten und habe da etwas mitgenommen, etwas Liebevolles, eine emotionale, energetische Ladung, was bei mir in meinem Unterbewusstsein abgespeichert war. Und als ich gemalt habe, kam es raus. Das ist also das, was ich sehe, das ist mein Wunsch. Mein Wunsch,
einen Hund zu haben. So wird es sichtbar. Und das, was sichtbar ist, das können wir manifestieren. Da können wir uns hinbewegen und auf diese Weise können wir unsere Wünsche uns selbst erfüllen. Das ist also meine Einladung an dich. Bleibe hier bei mir, lerne es intuitiv zu malen und erkenne dich selbst. Finde dich selbst, erkenne deine Wünsche, deine Bedürfnisse, all das, was du in dir hast. Finde die Antworten auf deine Fragen. Die sind alle bereits da in dir. Du musst die nur sichtbar machen. Und das kannst du, indem du intuitiv malst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, dass du hier bist.